Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video. Ich bin Katrin Hertel und heute möchte ich dir die unterschiedlichen Griffweisen der Blockflöte, nämlich die deutsche und die barocke Griffweise, erklären. Außerdem möchte ich mit dem Mythos aufräumen, dass es besser ist, die deutsche Griffweise zu lernen. Denn diese mag zwar auf den ersten Blick leichter erscheinen, aber wenn man genau hinschaut, hat sie viel mehr Nachteile als die barocke Griffweise. Aber alles der Reihe nach. Bevor wir loslegen, abonniere unbedingt meinen Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Außerdem freue ich mich sehr über Unterstützerinnen und Unterstützer. Dazu gehst du einfach auf patreon.com/katrinhertel oder du spendierst mir auf ko-fi.com/katrinhertel einen Kaffee. Die entsprechenden Links findest du natürlich auch unter diesem Video. Vielen Dank im Voraus. Jetzt geht es aber wirklich los. Schauen wir uns einmal Blockflöten beider Griffweisen an. Die rote Blockflöte, die ich hier in der Hand halte, ist ein Instrument deutscher Griffweise, während die schwarze Blockflöte ein Instrument mit barocker Griffweise ist. Was ist jetzt der Unterschied zwischen den beiden Blockflöten? Oft höre ich, dass bei der deutschen Griffweise die Doppellöcher fehlen. Aber wie ihr hier seht, haben beide Instrumente unten je 2 Doppellöcher. Übrigens gibt es auch bei der barocken Griffweise Blockflöten mit nur Einzellöchern. Was ist also wirklich der Unterschied? Bei der barock gegriffenen Flöte ist das 4. Loch von unten kleiner als das 3. Loch von unten. Bei der deutschen Griffweise ist es genau andersherum. Da ist das 4. Loch von unten größer als das 3. Loch von unten. Doch was bewirkt dieser Unterschied überhaupt? Die größte Auswirkung liegt sicherlich in der Art, das F zu greifen. Bei der deutschen Griffweise spielt man das F so. Beziehungsweise in der oberen Oktave genauso, nur mit leicht geöffnetem Daumenloch. Bei der barocken Griffweise spielt man das F hingegen mit einem Gabelgriff. Und in der oberen Oktave ebenfalls mit einem Gabelgriff und leicht geöffnetem Daumen, aber ohne den kleinen Finger. Jetzt werdet ihr vielleicht denken, aber bei der deutschen Griffweise ist das F ja viel leichter als bei der barocken. Warum gibt es überhaupt noch die Blockflöten mit barocker Griffweise? Schauen wir uns, bevor wir weitermachen, noch einen weiteren Ton auf beiden Blockflöten an, nämlich das Fis. In deutscher Griffweise spielt man das Fis so. In der oberen Oktave brauchen wir hier diesen Gabelgriff. In barocker Griffweise ist das Fis eigentlich ganz einfach. Sowohl in der unteren als auch in der oberen Oktave. Denn da brauchen wir tatsächlich nur einen Finger der rechten Hand. Bevor ich zu den Argumenten komme, noch ein kurzer Blick in die Geschichte. Wieso haben wir heute überhaupt diese beiden Griffweisen? Die Blockflöte in der Form, in der sie heute an Musikschulen gelehrt wird, basiert grob auf den Modellen der Barockzeit. Gegen Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts mit der Jugendmusikbewegung gelangte das schlichte, einfache Musizieren wieder mehr in den Vordergrund. Auch eine Abgrenzung zum Musikestablishment war das Ziel. Man wollte nicht die großen Opern- oder Orchesterwerke, sondern beim Wandern oder im eigenen Kämmerlein Musik machen. Dafür brauchte man einfache und vergleichsweise günstige Instrumente, und eines davon war die Blockflöte, in ihrer relativ schlichten und klappenlosen barocken Form. Einer der Pioniere der Jugendmusikbewegung war Peter Harlan. Als er damit begann, Blockflöten zu bauen und bauen zu lassen, passte er die Innenbohrung des Instruments an, so dass das F nur mit dem rechten Zeigefinger statt mit einem Gabelgriff gespielt werden konnte, was ihm zunächst einfacher erschien. Er ist damit gewissermaßen der Vater der deutschen Griffweise, die er allerdings im Rückblick selbst als Dummheit und Irrtum bezeichnete. Er wusste es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser, aber als er versuchte, den Bau von Blockflöten in deutscher Griffweise zu stoppen, war es bereits zu spät. Zu einer ähnlichen Zeit baute in England die Familie Dolmetsch originale Blockflöten der Barockzeit nach. Da die alte Bohrweise der Blockflöte Gabelgriffe erfordert, spielten sich auch die Instrumente Dolmetschs mit Gabelgriffen.
wobei sich die Griffweise barocker Originale in Einzelheiten von den heutigen Instrumenten barocker Griffweise immer noch unterscheidet. Soweit also zur Geschichte der beiden Griffweisen. Der eine Vorteil, den die deutsche Griffweise zu haben scheint, ist, dass man das F wesentlich leichter spielen kann. Vermutlich hört ihr schon mein Aber, denn wie ich weiter vorne im Video bereits gezeigt habe, ist zum Beispiel das Fis in der deutschen Griffweise deutlich schwerer zu spielen. Jetzt mögt ihr einwenden, aber es reicht doch, wenn man das F spielen kann. Das Fis braucht man doch gar nicht so oft. Leider braucht man das Fis tatsächlich öfter, als man denkt. Sobald man überhaupt mit Vorzeichen spielt, kommt entweder das B oder sofort das Fis zum Einsatz. Auch Weihnachtslieder lassen sich oft in den Tonarten gut auf der Blockflöte spielen, für die man ein Fis braucht. Ein weiteres Argument für die Blockflöte in barocker Griffweise ist die bessere Intonation. Damit meine ich in diesem Fall, wie korrekt die Abstände der Töne untereinander sind. Das war nämlich genau der Grund, warum Peter Harlan seine Erfindung als Irrtum bezeichnet hat. Bei einer Blockflöte in deutscher Griffweise stimmen diese Abstände zwischen den Tönen nicht. Manche Halbtöne sind zu groß oder zu klein, während dies auf einer Blockflöte barocker Griffweise viel besser passt. Man könnte hier argumentieren, dass dies im Anfängerbereich zunächst egal sei, weil es da auf ganz andere Dinge ankomme, wie Noten lesen lernen oder überhaupt schöne Töne erzeugen. Aber gerade da halte ich es für besonders wichtig, mit einem gut gestimmten Instrument zu arbeiten. Denn das Gehör kann geschult werden. Es lernt, die Tonabstände voneinander zu unterscheiden. Und da ist es doch viel besser, wenn man direkt richtig schult, oder nicht? Kommen wir nun zum nächsten Argument. Auch wenn es für eine Blockflötenanfängerin oder einen Blockflötenanfänger vielleicht noch nach Zukunftsmusik klingen mag, die größeren Blockflötentypen werden fast ausschließlich in barocker Griffweise hergestellt. Das heißt, spätestens wenn man zusätzlich zur Sopranblockflöte noch die Alt- oder Tenorblockflöte spielen möchte, empfiehlt es sich sowieso umzulernen. Und aus meiner Unterrichtserfahrung weiß ich, dass es viel schwieriger ist, einen bereits gelernten Griff auf einen anderen umzustellen, als es ist, direkt mit dem Gabelgriff F zu starten. Selbst wenn der Wechsel auf ein größeres Instrument erst einmal gar nicht geplant ist und sehr utopisch klingt. Man weiß nie, wer an der Blockflöte hängen bleibt. Ich hätte das von mir auch nicht gedacht, als ich mit 8 Jahren angefangen habe, denn mein persönlicher Plan war damals noch nicht, dieses Instrument professionell zu spielen. Selbst mit einer Altblockflöte hatte ich da noch nicht gerechnet. Apropos starten. Die Blockflötenschulen, also die Lernhefte, beginnen sehr häufig zunächst mit dem Fis. Das F wird erst viel später eingeführt, wenn man sich auf dem Instrument schon mehr zu Hause fühlt. Und dann, so meine Erfahrung, ist der Gabelgriff auch nicht mehr so schwer. Natürlich muss man den ungewohnten Griff üben, das ist ganz klar. Aber das geht normalerweise recht schnell. Ein weiteres Argument, das ich oft zu hören bekomme, vor allem wenn noch irgendwo eine alte Blockflöte deutscher Griffweise der Großmutter, des Vaters oder der Tante vorhanden ist: Mein Kind soll erst einmal ausprobieren, ob es ihm gefällt. Dafür reicht auch die alte Blockflöte. Dann kann es ja, wenn es dabei bleibt, eine neue Blockflöte in barocker Griffweise bekommen und umlernen. Selbstverständlich wissen wir alle nicht, ob das Kind längerfristig dabei bleiben möchte. Aber wenn es das möchte und dann eine neue Blockflöte bekommt, nachdem das F bereits einige Zeit in deutscher Griffweise gespielt wurde, hat sich das bereits im Gehirn so abgespeichert. Und das Umlernen ist hier wesentlich frustrierender als das direkte Lernen des Gabelgriffs. Darüber hinaus spielt die Lehrkraft selbst eine Blockflöte mit barocker Griffweise. Wenn sie das nicht tut, würde ich zumindest dringend darüber nachdenken, nicht nur die Blockflöte selbst, sondern auch die Lehrkraft zu ersetzen. Das bedeutet ein kurzes Rüberschauen auf die Blockflöte der Lehrkraft, denn Lernen durch Nachahmen ist wichtig, kann ziemlich verwirrend sein. Natürlich kann es finanziell schwierig sein, sofort eine neue Blockflöte zu kaufen, auch wenn gute Blockflöten im Anfängerbereich nicht so teuer sind wie andere Instrumente. Aber dann gibt es im Gespräch mit der Lehrkraft vielleicht noch eine Möglichkeit, das Lernen des Fis oder F bis nach Weihnachten oder nach dem Geburtstag zu verschieben oder, wenn es gar nicht mehr warten kann, die Zeit mit einem Leihinstrument aus Plastik zu überbrücken. So sehr ich auch dafür bin, Ressourcen zu sparen, deswegen deutsche Griffweise zu lernen, weil das Instrument eben da ist keine gute Option. Nur als kleine Nebenbemerkung: Gleiches gilt übrigens auch für sehr in die Jahre gekommene Blockflöten mit barocker Griffweise. Nicht jedes Instrument von vor 40 Jahren ist heute noch gut spielbar. Auch die Blockflötenfirmen haben sich weiterentwickelt.
Sollte also die Lehrkraft ein neueres Instrument empfehlen, ist es ratsam, dieser Empfehlung zu folgen. Es dürfte vermutlich auch zur Motivation des Kindes beitragen, wenn es vorher nur auf einer gebrauchten, womöglich nicht sehr pfleglich behandelten Blockflöte gespielt hat, aber das wirklich nur am Rande. Ich hoffe, ich konnte dich mit diesem Video von der barocken Griffweise überzeugen. Wenn du Fragen oder auch Argumente für eine der beiden Griffweisen hast, die ich nicht erwähnt habe, schreibe diese gerne in die Kommentare. Ebenso interessiert mich, welche Erfahrungen du zum Beispiel mit dem Umlernen gemacht hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasse mir gerne ein Like da, teile dieses Video mit anderen Blockflötenfreundinnen und Freunden und abonniere meinen Kanal. Über Unterstützung auf Patreon freue ich mich ebenso, wie wenn du mir einen Kaffee spendieren magst. Die entsprechenden Links findest du unter diesem Video. Vielen Dank. Dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.